Microsoft Studios. Humble Hearts. Hyperduck Soundworks. Funky Rustic. Und damit Servus Leilon bei einem neuen Projekt hier bei den Space Troglodytes. Und zwar einem Game, das schon relativ lang in meiner Steam-Bibliothek schlummert. Ich glaube seit 2014, es ist schon etwas älter, 2013 erschienen. Schon des Öfteren juckt es mich in den Fingern, dieses Game anzugehen. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe es vorher noch nicht gespielt, bin mit der Steuerung nicht vertraut, aber macht er nicht zu hören. Wir werden uns das gemeinsam anschauen und gemeinsam stürzen wir uns auch in dieses Spiel. Ich spiele mit dem Gamepad, nicht mit Maus und Tastatur. Für solche Spiele ist mir das einfach lieber. Es hat so ein kleines Konsolenfeeling, finde ich immer. Wir werden uns ohne Umschweifen in Dust and Elysian Dale hineinwerfen. Ja, nehmen wir gleich den leeren Speicherplatz. Die Schwierigkeiten Casual, Normal, Schwierig und Hardcore stehen zur Verfügung. Ich wähle Normal. Ich denke, das ist dann auch meistens immer der Schwierigkeitsgrad, der von den Entwicklern angedacht ist, um das ausgewogenste Spielerlebnis quasi zu haben. Also Normal. Ja. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Was? Ein Kind hat mich umgebracht? Aha, das ist anscheinend der Spielcharakter. Dust. Dust. Arise. Okay, die Synchronstimme gefällt mir schon mal. Aha, hier kommt ein Schwert angeflogen. Kommt ein Schwert. A talking sword. Ah, What are you? das Schwert hat mir zu mir gesprochen. Das erinnert mich etwas an Baldur's Gate. Da kann man, ja, glaube ich, kann man es finden, das sprechende Schwert, oder craftet man es? Ich weiß es jetzt nicht. Aber das ist mit einem ziemlich, ein ziemlich humoristisches Schwert. Mal schauen, ob dieses auch Humor hat. Only that which you have summoned? Summoned? How? For what purpose? That I do not know. Now rise and claim the blade of Ara. Okay, das Schwert heißt Ara. Erinnert mich an den Film Arahan. Ich liebe ihn. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget, guardian of the sword. Hey, cool. Hier kann man sogar wie in einem Rollenspiel so ein bisschen Fragen stellen. Das soll eine Hüterin sein. Na, ich vertraue das einmal. Ich bin ja schon Fantasy Games gewöhnt. Das sind oft die unscheinbarsten Kreaturen, die mächtigsten. Lass dich nie vom Äußeren ablenken. Was ist eigentlich... Ich frage mal, was das für ein Schwert ist. So, what is this sword? I am the blade of Ara, and you, Dust, are my fated sword bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. Mhm. Das gehört aber mir, habe ich gedacht, und nicht dem Clan. Welcher Clan überhaupt? I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here.
Aha, anscheinend haben wir das Zeitliche gesegnet oder auch nicht, aber können uns an nichts mehr erinnern. Das erinnert mich wiederum an Gothic, dem namenlosen Helden. Und jetzt lasse ich das einfach mal mit den Erinnerungen und wir lassen dieses Spiel auf uns wirken. Well, then you leave me no choice. I challenge you. The winner gets the sword. Können wir uns nicht auf Unentschieden einigen? Machen wir mal. Hey, eine Sekunde. Well, All right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. Das war ja klar. Das habe ich mir schon gedacht, liebe Leute. But, I really need the sword back when you're done doing, you know, whatever it is you're doing. Schnetzeln. Töten. what exactly am I doing, Hara? Tja, das war's keiner. The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Na gut. So, das ist bewegen. Das ist springen. So hauen wir her. Können wir dann noch irgendwas tun? Können wir hier nach links oder? Aber sie hat Osten gesagt, oder? Das wäre nach rechts eigentlich. Aber schauen wir mal, was wir hier... Ah, hier sehen wir. Hier haben wir wohl gleich einen Schlüssel gefunden. Willkommen im Inventar. Von diesem Bildschirm aus kannst du die Ausrüstung und die Objekte verwalten. Bei schwacher Gesundheit, siehe grüne Leiste im HUD, kannst du der Schnellauswahl ein Heilobjekt zuweisen und es im Spiel mit linker Beutel verwenden. Über die kontextabhängige Steuerung unten auf den jeweiligen Bildschirmen stehen dir weitere Optionen zur Verfügung. Aha. Hier haben wir also auch ein Inventar mit Rüstung, Waffen-Upgrade, die Schnellauswahl, da werden wir wohl diese Heildinger hineinlegen. Und Objekte und Schlüssel. Ein Schlüssel, mit dem du einmalig eine Schatzkiste oder ein Käfig öffnen kannst. Wir haben nicht volle Gesundheit, sehe ich gerade. Gibt es einen Doppelsprung? Nein, gibt es nicht. Ich werde es trotzdem einfach mal wagen. Nein, ich kann eh nicht. Da gibt mir dieses Spiel eine natürliche Grenze vor. Okay, dabei kann ich nur 2 Knöpfe betätigen, eigentlich 3, quasi gehen, schlagen und hupfen. In dem anderen wird dann sicher irgendwann noch etwas hinzukommen. Da gehen wir einfach... Aha. Hier haben wir schon eine Kiste. Aha. Hier wird uns anscheinend das Level gezeichnet. Die Lichtung. Nun gut, hier können wir nach unten, sehe ich da gerade. Okay, das Springen habe ich schon herausgefunden. Aha, okay, mit dem Steuerkreuz kann ich nach unten oder nach oben schauen. Mein Handy hat gerade geläutet, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Um diese Uhrzeit, es ist eigentlich schon nach 11. Drücke X, um einen Nahkampf-Kombo einzuleiten. Baue die Kombo mit X und Y aus. Aha, okay. Da kann man anscheinend doch. Geheimnisvolles Wandhuhn. Ein Heilungsobjekt wurde in der Schnellauswahl abgelegt. Drücke zum Heilen LB oder organisiere dein Inventar, indem du Select drückst. Dann werden wir das mal drücken. Okay. Achso, mich macht dieser Hase nervös. Der verfolgt mich auch. Aber es ist schon eine liebe Welt. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Fidget gibt dir Bescheid, wenn sich in der Nähe ein Schatz befindet. Mit einem Klick auf R rufst du die Karte auf. Willkommen auf unserer Karte. Hier kannst du sehen, welche Bereiche der aktuellen Region du schon erforscht hast. Außerdem macht dich die Karte auf Schätze in der unmittelbaren Umgebung aufmerksam. Okay, das heißt, das wird der Schatz sein oder whatever. I don't know. Kann ich da runter?
Weil die Karte zeigt mir, ich kann da hinunter, aber ich weiß nicht, ob ich da tatsächlich dann noch irgendwie runterkomme. Ah, okay, so kann ich nach unten schlagen. Aber anscheinend ist es tatsächlich so, dass ich hier nicht durchkomme. What is that? Neue Fertigkeit erworben. Der Spurt ist verfügbar. Spurte mit LT und RT oder R. Beim Spurten verbrauchst du Energie. Beim Energieniveau habe ich nicht zu Ende lesen können. Naja, von mir aus. Aha, das ist okay. Lädt sich der wieder automatisch auf? Ja, lädt sich wieder automatisch auf. Du kannst dich hier nach unten fallen lassen. Halte unten gedrückt in die Hocke und drücke dann A. Ah, aha. So ist das also. Oh, ich will nicht zu weit spurten. Okay, wir kommen da mal herum. Was haben wir? Notiz hinzugefügt. Willkommen im Missionstagebuch. Aha, es gibt anscheinend auch Sidequests. Hier kannst du dir aktive und abgeschlossene Missionen ansehen. Außerdem bekommst du etwaige Notizen angezeigt, die du gesammelt hast. Schatz! In alten Zeiten wurden unsere größten Schätze und unsere treuesten Verbündeten mit mächtiger Magie weggesperrt, die weit über unser Verständnis hinausgeht. Der einzige Weg, diese verlorenen Schätze wieder in unsere Hände zu bekommen, besteht im Einsatz der magischen Schlüssel. Wie gehe ich darunter? Ah, die über die ganze Welt verstreut sind. Ich hoffe nur, dass wir genug Zeit haben, sie alle zu befreien. Naja, wahrscheinlich nicht. Ah, da ist schon einer. All right, we found a chest. Correction. We found a locked chest. Ich habe einen Schlüssel. Mon amour. Well, what are you waiting for? Smash it. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era, and are well beyond my capabilities. Das war ja klar eigentlich. I suppose we'll need a key then. Habe ich ja. Ah. Oh. Aha, ein Minispiel gibt es auch zum Truhe öffnen. Ist ja cool. Aha, hier haben wir 3 Gesundheitsobjekte schon. Ich will mir gern das auf die Schnellauswahl legen. Sonst war da eh nichts dabei. Was ist das? Stein der Wiedergeburt. Ein Stein, der angeblich einen gefallenen Krieger einmalig wiederbeleben kann. Sozusagen die zweite Chance. Wie komme ich hier durch? Kann ich irgendwie rein? Ist da irgendeine Erklärung gestanden? Mir fällt nämlich momentan nichts ein, wie ich da durchkomme. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Und schau hier weiter. Oh. Ich dachte, das sind schon die ersten Bösen. Ich bin ja noch auf keinen Feind getroffen bisher. Aha, es passiert wieder irgendetwas. Oh, Maya ist das süß. Reh, Bambi. Ah, mein Controller hat vibriert. Ah, ich dachte es mir schon. Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. Aufs Maul! No! Mash the buttons! Do something! Ich finde sie cool. Ist schon tot, alles erledigt. Nobody said anything about monsters. Niemand sagt das. Niemand erzählt dir von Monstern. Es ist überall und immer sicher. Strange. Where did I learn these skills? Puh, das kann ich da auch nicht sagen. You wield the blade of Ara, and with it, all the skills imbued therein. Toll, als wäre das Lernen bei jedem, bei allem, was man tut, so leicht.
Man hat einfach einen magischen Kugelschreiber und ist so schlau wie... Keine Ahnung. Ich habe ihn nicht. Ich weiß es einfach nicht. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? Mhm, It anscheinend. is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. Oder auch nicht. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Scheiß das ja dann nicht so an. Das ist da, das machen wir schon. Fidget, I think things are about to get a whole lot worse. Na, dieses dumpfe Gefühl habe ich auch. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're gonna need them. Ein Bonus. Fruchthappen. Ah, das nehmen wir gerne. Lauf über das Speichermonument, um deine Fortschritte automatisch festzuhalten. Drück nach oben, um dein Spiel manuell auf einem Speicherplatz zu sichern. Spiel speichern. Ja. Okay. Teleportieren könnte man sich auch. Aber das können wir jetzt noch nicht, da wir die Weltkarte noch nicht entdeckt haben. Aber gut zu wissen, dass es so etwas gibt. Ich denke, wenn es Inventar und Gold zum Sammeln gibt, wird es auch Händler geben. Momentan drücke ich eigentlich immer den gleichen Knopf. Ich weiß auch nicht, ob man da was anderes auch drücken kann, aber es reicht eigentlich mittlerweile. So mag ich das. Aber ich nehme an, es wird... Oh, Baupläne gibt es auch. Das heißt, es gibt ein Craft-System. Nur stand nicht irgendwas mit Y, kann man auch Kombos machen. Nein, es hat mich jetzt etwas getroffen. Ah, okay. Irgendwie kann man da mehrere Kombos dann mit Y auch raushauen. Aber so ganz habe ich es noch nicht. Phönix aus der Asche, vom Boden in die Luft, XY. Aha. Und 1, 2, 3, 4. Okay, da macht... Aha, aha. Das ist so ein kleines Kombosystem. Aber ich will mir jetzt kurz anschauen. Aha. Willkommen auf dem Charakterbildschirm. Hier kannst du beim Levelaufstieg erhaltene Kampfkunststeine zuweisen, um deine Attribute zu verbessern. Beachte bitte, der Abstand zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert darf maximal 4 Steine betragen. Aha, es gibt auch ein Skillsystem. Cool, es hat so ein bisschen Rollenspielelemente anscheinend auch dabei. Materialien. Da sind wir jetzt in dem Crafts-Ding. Willkommen auf dem Materialienbildschirm. Die verschiedenen Materialien sammelst du bei deinen Feinden. Du kannst dir daraus von einem Schmied besseres Equipment bauen lassen. Alternativ kannst du die Materialien auch in Läden verkaufen. Ist ein Objekt einmal im Katalog eines Ladens verzeichnet, wird der Besitzer immer versuchen, es vorrätig zu haben. Nutze das zu deinem Vorteil, wenn Materialien knapp sind. Aha, das heißt, ich sollte alle Materialien eigentlich zuerst zumindest einmal einem Händler verkaufen, dass jeder Händler das vielleicht vorrätig hat. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Koboldklaue. Schrott völlig nutzlos. Schnell verkaufen. Papier. Leim, starker Tischerleim. Na dann. Weiter geht's. Ah. Jetzt habe ich langsam das Kombosystem schon ein bisschen heraus. Coolio, hat da noch einer gelebt oder war der auch schon Geschichte? Kommt nur her. Ich will Schnitzel. Aha, hier haben wir wieder... Ah, hier kriegen wir wieder eine Fertigkeit. Und sie zeigt mir einen neuen Schatz an. Hold here, Dust. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm.
In Dust Storm, ein Staubsturm haben wir gelernt. Ah, coolio. I like it. Yeah, yeah, me too. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. Na, toller Trick. Kill mich dabei selbst, oder wie? In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Sie ist cool. Please contain yourselves as I demonstrate. Okay. Das heißt, ich drücke... Aha. That was, very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. Nein, 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 nein. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Ich kann mir schon denken, es ist sicher in Kombination mit diesem Wirbelwind, den wir jetzt da gerade gelernt haben. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's Ja. projectile into a more powerful attack. Ich hab's mir fast schon gedacht. Bäh. Pfeff. Wow! Wow. Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Aha. Wieso ladet sich ihre Energie auf, wenn ich Kombos mache? Wow. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken and you will lose your No. bonus experience. Okay, das heißt, man muss die Combo quasi immer durchziehen und schauen, dass man nicht von diesen Viechern verletzt wird. Alright, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Das ist gut, ich bin ein Spieler, der das sicher öfters brauchen wird. Weil ich ein Trottel bin. Nein, Scherz, ich bin ein Vollidiot. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Komm schon, die machen wir alle so Mus. Nein. Okay, wir werden dann bei den nächsten Feinden auch den Staubsturm versuchen einzusetzen. Ich werde das einfach mal versuchen zu demonstrieren. Aha, wir haben auch eine Errungenschaft dafür bekommen. Yippie-ki-yay! Wow, ich glaube, das kann schon ziemlich cool und mächtig sein. Und mit der Combo, ich sehe nur ihre Leiste nicht. Wo finde ich ihre Leiste? Ist das die blaue Leiste? Nein, das ist meine Erfahrungspunkte-Leiste. Schau nochmal. Ah ja, whatever. Es stürmt und regnet. Komm schon. Jawohl. Ihr müsst alle sterben. Aber es ist echt ein nettes Spiel, finde ich. Es macht Spaß und es ist wirklich schön gezeichnet und die Welt ist auch cool irgendwie mit den lieben Viecher, die dann doch nicht so lieb sind. Es erinnert mich alles an irgendwie an einen Disney-Zeichentrick. Nur ein bisschen gewalttätiger. Ja, und ich schätze, ich werde jetzt auch mal die erste Folge für beendet erklären nach dem Speichern hier. Spiel speichern, ja, speichern, ja. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ich hatte den Spaß. Ich kann mir vorstellen, das durchaus zu einem Ende zu spielen, was ich mit 100%iger Wahrscheinlichkeit auch machen werde, weil es macht mir Spaß. Und ich bin gespannt, wie sich diese Geschichte um Dust und Fidget und aha, scheiße, wie heißt das Schwert?
Ich habe es vergessen. Aber mir wird es schon wieder einfallen. Spätestens in Video 2. Dere Leon. Tschüss.